Willkommen zurück im Chicken Card Channel. Heute schauen wir uns Host- und Servicegruppen an. Host- und Servicegruppen sind an sich sehr einfach. Ihr könnt einfach beliebige Hosts oder eben Services zusammenfassen zu Gruppen, könnt die benennen und könnt dann im Operating relativ übersichtlich auf diese Gruppen zugreifen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Für die Verwaltung der Gruppen gibt es ein eigenes Konfigurationsmodul, das heißt Host and Service Groups. Bitte seid nicht überrascht, wenn ihr da drauf geht, kommt ihr zu Host Groups, aber die Service Groups verstecken sich hinter diesem Knopf. Das heißt, ich kann hier umschalten. Jetzt kommt wieder der Knopf Host Groups und so kann ich zwischen diesen beiden Teilen hin und her schalten. Fangen wir mal an mit einer Hostgruppe. Der erste Schritt ist, dass ich sie einfach überhaupt mal anlege. Und jetzt sage ich zum Beispiel, ich mache die Gruppe Produktivsysteme und die nenne ich jetzt Prod als interne ID und speichere die einfach mal. Und dann mache ich noch eine zweite Gruppe und die nenne ich jetzt Test und das sind meine Testsysteme. Relativ simpel. Man muss auch wissen, ein Host kann in beliebig vielen Gruppen sein. In diesem Beispiel wird natürlich ein Host immer entweder Produktiv- oder Testsystem sein. Aber es wäre wirklich erlaubt, dass er auch in anderen Gruppen ist. So, die Frage ist, wie kann ich einen Host in eine Gruppe zuordnen? Na, wir sind in CheckMK und deswegen geht das natürlich wieder über Regeln. Es gibt eine passende Regel dazu. Wenn ich auf Rules gehe, komme ich genau zu dieser Regel und die heißt Assignment of Host to Host Groups. Und das Prinzip haben wir ja schon in unserer Trilogie über die Regeln kennengelernt. Ich lege jetzt einfach mal eine Regel an und sage, hier der Wert ist eben die Auswahl Test- oder Produktivsysteme und ich habe hier praktischerweise ja ein Host-Tag dafür und das verwende ich jetzt hier einfach und sage, wenn die Criticality Testsystem ist, dann kommt er in die Gruppe Testsysteme. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein vereinfachtes Beispiel, dass ich sage, ich habe ein Tag, was genau einer Hostgruppe entspricht. In der Praxis kann das beliebig komplex sein und deswegen machen die Gruppen auch Sinn in Ergänzung zu den Host-Tags. So, ich speichere jetzt hier. Dann mache ich noch eine zweite Regel für die Produktivsysteme, indem ich jetzt hier sage, Condition ist Criticality ist Produktivsystem und dann geht es in die Produktivsysteme. So, schauen wir uns mal beide Regeln an. Bedingung, Testsystem, Gruppe Testsysteme, Produktivsystem, Produktivsysteme. Wenn ich jetzt die Änderungen aktiviere, dann habe ich eben den Hosts eine der Gruppen zugeordnet und kann mir die im Monitoring anschauen. Den schnellsten Zugriff auf die Gruppen bekommt ihr in den Views unter Host Groups mit der View Host Groups Summary. Und da sieht man jetzt hier, dass wir eine Hostgruppe haben, Prod, Produktivsysteme. Da sind 6 Hosts drin und die sind, davon sind 6 up, einer ist down und hier ist auch eine Übersicht über die Services. Also eine sehr konzentrierte Ansicht. Wo ist jetzt die Gruppe Testsysteme geblieben? Ja, die Gruppe Testsysteme ist jetzt in dem Fall leer, weil scheinbar kein einziger Host die Bedingungen für die Testsysteme erfüllt. Ihr seht also, eine Gruppe ist nicht allein dadurch da, dass ich sie anlege, sondern es müssen auch Hosts enthalten sein. Nun, das ist kein Problem. Geben wir einfach ein paar Hosts das Tag Test und dann müsste sich die Gruppe Testsysteme füllen und entsprechend auch hier angezeigt werden. Dazu gehe ich einfach wieder in meine Host-Verwaltung und zu meinen Servern mache die Checkboxen an und sage jetzt einfach, der Datenbankserver 3 und 4 sollen Testsysteme sein. Edit, Criticality setze ich hier explizit bei den beiden auf Test. Ich speichere das Ganze, aktiviere die Änderungen. Und wenn ich jetzt nochmal in meine Gruppenübersicht gehe, dann seht ihr, jetzt haben wir eine Gruppe Testsysteme mit 2 Hosts, Produktivsysteme mit 4 bzw. 5, weil einer down ist von denen. Und damit seht ihr, wie einfach das ist, die Hosts in Gruppen einzuteilen.
Mit den Services kann ich das Gleiche machen. Es gibt auch entsprechend Servicegruppen. Gehen wir mal rein und legen mal eine Servicegruppe an. Dazu gehe ich wieder in meine Host and Service Groups. Jetzt gehe ich hier auf den Knopf Service Groups und lege erstmal eine Gruppe an. Diese Gruppe nenne ich jetzt einfach mal CPU und werde da alle möglichen Services reintun, die irgendwas mit CPU-Auslastung zu tun haben. Auch hier gibt es den Knopf Regeln. Ich lege jetzt eine Regel an und sage, jetzt ist mir total egal, welche Hosts es sind. Ich sage einfach, wenn der Service mit dem Wort CPU beginnt, dann soll er in diese Servicegruppe reinkommen. Die Servicegruppen sind nämlich übergreifend zu Host. Das ist der Vorteil wieder an denen. So, ich aktiviere die Änderungen und gehe in meine Ansicht der Servicegruppen, in die Summary, und ich sehe, in der Servicegruppe CPU sind 10 Services drin. Ich kann jetzt bei der Gruppe immer auf den Namen draufklicken und komme dann zu einer Ansicht von allen Services eben dieser Gruppe, beziehungsweise den Hosts von der Hostgruppe. Und das ermöglicht mir eben, dass ich sehr übersichtliche Ansichten habe. Und wie wir in der nächsten Episode sehen werden, werde ich dann auch über die Quick Search nach Host- und Servicegruppen suchen können. Ja, mit den Host- und Servicegruppen kann man noch eine Menge mehr machen im Monitoring, aber für heute war es das. Ich hoffe, war es interessant für euch und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Episode.